Die meisten Menschen denken, Aufschieberitis blockiere deine Karriere und das täglich verstärkte schlechte Gewissen sei einfach Teil des Lebens. Aber Aristoteles entdeckte vor über 2300 Jahren das Gegenteil. Stell dir vor, ein junger Mann, ständig abgelenkt, unfähig sich zu fokussieren, schiebt wichtige Entscheidungen auf. Klingt bekannt? Das war Alexander, bevor er Alexander der Große wurde. Aristoteles lehrte Alexander den Großen. Seine Methoden schaffen Weltveränderer, nicht Aufschieber. In den nächsten Minuten bekommst du Aristoteles exaktes 3-Schritte-System. Verstehe die wahren Gründe deiner Prokrastination. Nutze Aristoteles Tugendethik für sofortiges Handeln und baue produktive Gewohnheiten systematisch auf. Diese Methode verwandelte einen unkonzentrierten Prinzen in den größten Eroberer der Geschichte. Und das Beste? Du kannst sie heute anwenden, um endlich die Projekte anzugehen, die deine Karriere voranbringen, statt sie täglich zu verschieben. Bevor ich dir zeige, wie du die wahren Gründe deiner Prokrastination verstehst, musst du nachvollziehen, warum alle üblichen Ratschläge wie einfach anfangen oder mehr Disziplin haben, versagen. Aristoteles erkannte bereits im 4. Jahrhundert vor Christus etwas Revolutionäres. Prokrastination ist nicht Faulheit. Es ist ein Konflikt, den er Akrasia nannte. Das bedeutet, du weißt, was richtig ist, handelst aber trotzdem anders. Klingt das vertraut? Hier ist die moderne Realität von 2025. Wir leben in einer Welt der ständigen Ablenkung. Dein Smartphone vibriert alle 12 Minuten. Slack-Nachrichten unterbrechen deine Gedanken und Netflix ist nur einen Klick entfernt. Aristoteles hätte gesagt, kein Wunder, dass ihr nicht handelt, ihr habt euer Umfeld nicht für Tugend optimiert. Pausiere jetzt und frage dich, was ist das eine Projekt, das ich seit Wochen aufschiebe? Notiere es dir, gern mental. Frage dann, was passiert in den 5 Sekunden, bevor ich es aufschiebe? Ist es Angst vor Perfektion, Überforderung oder einfach eine WhatsApp-Nachricht? Hier ist die überraschende Statistik. Laut einer Studie von 2024 verbringen berufstätige Deutsche durchschnittlich 2,5 Stunden täglich mit Prokrastination. Das sind 912 Stunden pro Jahr, fast 23 Arbeitswochen. Aristoteles würde sagen, das Problem ist nicht dein Charakter, es ist dein System. Du kämpfst gegen deine Umgebung, statt sie zu nutzen. Jetzt, da du das Problem siehst, kommt die Lösung, die Aristoteles heute verwenden würde. Dieses nächste Prinzip veränderte alles für Alexander, als er vor der Entscheidung stand, Persien zu erobern. Eine Aufgabe, die unmöglich schien und die er jahrelang aufgeschoben hatte. Aristoteles lehrte das Konzept des Mesotes, der goldenen Mitte. Prokrastination zu überwinden bedeutet nicht von 0 auf 100 zu gehen. Es bedeutet, den Mittelweg zwischen Untätigkeit und Überforderung zu finden. Hier ist Aristoteles geniale Einsicht. Tugend ist eine Gewohnheit, keine einmalige Entscheidung. Er nannte es Hexis, eine erworbene Disposition zum Handeln. Du wirst nicht durch eine große Anstrengung produktiv, sondern durch wiederholte kleine Handlungen. Die moderne Übersetzung für 2025: Statt zu denken, ich muss dieses ganze Projekt heute schaffen, denkst du, ich werde die nächsten 25 Minuten daran arbeiten. Das ist Aristoteles Tugendethik in Aktion. Konsistente, maßvolle Schritte. Nimm das Projekt aus Übung 1. Teile es in 3 25-Minuten-Blöcke. Nicht mehr, nicht weniger. Aristoteles würde sagen, Perfektion liegt in der Mitte zwischen zu wenig und zu viel. Welchen Block kannst du heute machen? Hier ist die provokative Wahrheit. Die meisten Produktivitätsgurus haben es missverstanden. Sie predigen extreme Disziplin oder radikale Systeme. Aristoteles wusste, Extreme sind nicht nachhaltig. Die goldene Mitte ist es. In einer Welt von Hustle Culture und Grind Mindset ist Aristoteles Ansatz revolutionär. Arbeite klug, nicht hart. Baue Systeme, die dich natürlich zum Handeln führen, statt dich zu zwingen. Du hast jetzt das Werkzeug und so machst du es dauerhaft. Das Meisterlevel des systematischen Aufbaus produktiver Gewohnheiten erfordert zu verstehen,
Warum die meisten Menschen nach 2 bis 3 Wochen aufgeben. Aristoteles hatte eine radikale Idee. Wir sind, was wir wiederholt tun. Exzellenz ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Aber hier ist der Teil, den die meisten übersehen. Er sprach auch von Phronesis, praktischer Weisheit. Das bedeutet, du musst deine Gewohnheiten an deine Realität anpassen, nicht umgekehrt. Moderne Neurowissenschaft bestätigt Aristoteles. Es dauert durchschnittlich 66 Tage, bis eine neue Gewohnheit automatisch wird. Aber hier ist der Trick. Du musst nicht perfekt sein. Aristoteles würde sagen, strebe nach Fortschritt, nicht nach Perfektion. Das Aristoteles Gewohnheitssystem für 2025. Erstens. Umgebungsdesign. Wie Alexander seine Armee organisierte, organisierst du deine Umgebung. Handy in einen anderen Raum, wichtige Dokumente sichtbar, Ablenkungen eliminiert. Zweitens. Tugendstacking. Verbinde neue Gewohnheiten mit bestehenden. Nach dem Kaffee, bestehend, arbeitest du 25 Minuten am wichtigsten Projekt, neu. Drittens. Reflexion und Anpassung. Jeden Freitag fragst du, was hat funktioniert? Was nicht? Wie kann ich es nächste Woche 1% besser machen? Erstelle dein Aristoteles-Protokoll. Jeden Morgen schreibst du 3 Dinge auf. 1. Das wichtigste Projekt heute. 2. Die größte potenzielle Ablenkung. 3. Deine Belohnung nach Fertigstellung. Jeden Abend reflektierst du, was habe ich gelernt? Hier ist der häufigste Einwand. Das ist zu simpel, das kann nicht funktionieren. Aristoteles würde antworten, Komplexität ist der Feind der Ausführung. Die mächtigsten Wahrheiten sind oft die einfachsten. In 60 Sekunden zeige ich dir die fortgeschrittene Technik, die Alexander verwendete, um ganze Armeen zu motivieren, und wie du sie für deine schwierigsten Projekte nutzt. Die fortgeschrittene Technik ist Telos, Zweckorientierung. Alexander wusste nicht nur, was er erobern wollte, sondern warum. Deine Prokrastination verschwindet, wenn du dein Warum kristallklar hast. Frage dich, wenn ich dieses Projekt in 6 Monaten nicht gemacht habe, wie fühle ich mich dann? Und dann, wenn ich es geschafft habe, wer bin ich dann geworden? Hier ist der Moment der Synthese. Verstehe die wahren Gründe deiner Prokrastination. Es ist dein System, nicht dein Charakter. Nutze Aristoteles Tugendethik für sofortiges Handeln. Goldene Mitte, 25-Minuten-Blöcke und baue produktive Gewohnheiten systematisch auf. Umgebungsdesign, Tugendstacking, wöchentliche Reflexion. Alexander der Große eroberte die bekannte Welt, weil Aristoteles ihm beibrachte. Große Taten entstehen durch kleine, konsistente Handlungen. Du musst nicht die Welt erobern, aber du kannst deine Prokrastination erobern. 10 Sekunden Reflexion. Welcher der 3 Schritte, Verstehen, Handeln oder Gewohnheiten aufbauen, wird dein Leben am meisten verändern?